Ich bin so verplant. Ich habe mein Portemonnaie zu Hause gelassen und habe jetzt keine Kohle. Ja, top. Konntest du verstehen, was ich mit diesem Satz sagen wollte? Wenn nicht, übersetze ich ihn kurz für dich. Also, auf Hochdeutsch hätte der Satz folgendermaßen geklungen. Ich bin so vergesslich, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen und jetzt habe ich kein Geld dabei. Super. Sicher ist dir schon einmal aufgefallen, dass wir bestimmte Begriffe in der Umgangssprache benutzen, die du vielleicht noch nie im Deutschunterricht gehört hast. Aber keine Sorge, ich bin da, um genau diese Wissenslücke zu füllen. Denn in diesem Video habe ich 10 Ausdrücke für dich, die wir von der Standardsprache in die Umgangssprache übersetzen. Und falls du dich mehr für das Thema Umgangs- und Alltagssprache interessierst und dich damit beschäftigen möchtest, dann schau dir auch unbedingt mein Buch Deutsch lernen für den Alltag an. Hier lernst du in 5 Wochen wichtige Redemittel anhand von Dialogen und viel Bildmaterial sowie Audios und Videos. So kannst du dich dann im Alltag perfekt ausdrücken. Aber jetzt zurück zum Video. Hier kommen 10 Ausdrücke in der Standardsprache und wie wir sie in der Umgangssprache sagen. Das erste Wort ist beziehungsweise der erste Ausdruck ist guten Appetit. In der Umgangssprache, vor allem wenn wir auf der Arbeit sind und mit Kollegen reden, sagen wir stattdessen einfach nur Mahlzeit. Ursprünglich kommt es vom Satz gesegnete Mahlzeit. Diese Grußform benutzte man früher. Also, wenn jemand Hallo und guten Appetit sagen wollte, hat er einfach gesegnete Mahlzeit gesagt. Der Ausdruck wurde dann einfach nur verkürzt und übrig geblieben ist Mahlzeit. Also, Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, was gibt's denn heute? Filettöpfchen Sanremo oder Mahlzeit? Ein anderer Ausdruck ist übrigens guten Hunger oder einfach nur guten. Also, Mahlzeit, guten Hunger, guten. Kommen wir zum nächsten Wort. Geld. Dafür haben wir tatsächlich jede Menge Synonyme in der Umgangssprache. Diese wären zum Beispiel Kohle, Moos, Mäuse, Piepen, Zaster, Kröten, Knete, Moneten, Para und Schotter. Damit haben wir schon eine gute Auswahl zusammengefasst. Ich denke, der Begriff, der hier am häufigsten in der Umgangssprache verwendet wird, ist Kohle. Also die Kohle. Ich habe mal wieder keine Kohle. Para ist eigentlich kein deutsches Wort, sondern stammt aus der türkischen Sprache. Vor allem im Jugendslang wird dieses Wort oft benutzt und auch in einigen deutschen Rap-Songs, vor allem von Capital Bra. Ich muss Para machen und Dinge für Para drehen. Weiter geht es mit vergessen. Auch hier haben wir mehrere Synonyme. Wir sagen zum Beispiel gerne etwas verschwitzen oder verplanen. Zum Beispiel, oh nee, ich habe den Termin total verplant oder verschwitzt. Oder ich habe deinen Geburtstag total verplant oder verschwitzt. Auch verpeilen wird oft benutzt. Das habe ich total verpeilt. Wusstest du übrigens, dass wir auch für Fahrrad andere Begriffe in der Umgangssprache benutzen? Rad wirst du vielleicht gehört haben, aber kennst du auch den Begriff Drahtesel? Der Drahtesel? Diesen Begriff benutzen wir zugegebenermaßen nicht so häufig wie Rad. Wir sagen Drahtesel vielmehr im Witz, wenn wir Spaß machen. Ein Beispiel: Dann habe ich mich auf meinen Drahtesel geschwungen und bin nach Hause gefahren. Da kommt der Ratsherr, wie ihn die Leute nennen. Helmut Walter hat sein Herz an Drahtesel verloren. Gibt es in deiner Muttersprache auch einen anderen umgangssprachlichen Ausdruck für Fahrrad? Wenn ja, lass es mich in den Kommentaren wissen. Den nächsten Begriff hast du in der Umgangssprache sicher noch nicht gehört. Fifi. Kannst du dir vorstellen, was das Wort Fifi bedeutet? Ich verrate es dir. Es bedeutet kleiner Hund. Fifi ist eigentlich ein typischer Hundename gewesen.
wie zum Beispiel Lassie oder Bello. Aber irgendwann hat sich der Begriff zu einem umgangssprachlichen Synonym für kleiner Hund entwickelt. Also man benutzt diesen Ausdruck eigentlich mehr im Scherz für Hunde, die eine Handtaschengröße haben. Beispiel: Meine Nachbarin geht wieder mit ihrem Pfiffi spazieren. Wenn man an Deutschland denkt, dann denkt man wahrscheinlich oft an Bier. Hier wird also gerne schon mal getrunken. Daher brauchen wir natürlich auch ein paar umgangssprachliche Ausdrücke für Alkohol trinken. Da hätten wir einmal bechern, saufen und einen über den Durst trinken. Zum Beispiel: In der Kneipe wird gebechert, gesoffen und gerne mal einen über den Durst getrunken. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Was bringe ich euch hier eigentlich bei? Wenn jemand übrigens betrunken ist, dann ist er blau oder besoffen. Wobei besoffen schon sehr derb und abwertend ist. Blau sein ist da etwas neutraler. Zum Beispiel: Onkel Michael war mal wieder richtig blau auf der Hochzeit. Kommen wir zum nächsten Ausdruck. In der Standardsprache würden wir hart arbeiten sagen. Also, ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet und bekomme keinen Dank dafür. In die Umgangssprache übersetzt würde es heißen: Ich habe den ganzen Tag geschuftet oder gebuckelt und bekomme keinen Dank dafür. Schuften und buckeln sind also umgangssprachliche Ausdrücke für hart arbeiten. Wenn du gern Computer spielst, dann musst du diesen Begriff in der Alltagssprache unbedingt kennen, nämlich zocken. Zocken bedeutet ganz einfach Computerspielen. Beispiel: Was hast du gestern gemacht? Ach, ich habe den ganzen Abend LOL gezockt. Oder auch einfach: Ich habe den ganzen Abend gezockt. In Norddeutschland hört man vereinzelt auch das Wort daddeln, aber um ehrlich zu sein, benutzt das fast niemand. Falls du es aber einmal hören solltest, dann weißt du, was es bedeutet. Die meisten benutzen aber, wie gesagt, zocken. Kommen wir nun zum vorletzten Wort. Wenn wir etwas extrem gut oder extrem schlecht finden und dies beschreiben wollen, benutzen wir diesen Ausruf dazu, nämlich krass. Wir benutzen ihn, um zu zeigen, dass wir überrascht oder vielleicht sogar schockiert sind. Mir Dativ. Dativ. Krass. Hier ein paar Beispiele. Im positiven Sinne: Du hast im Lotto gewonnen? Krass. Oder: Das Hotel ist so krass, es ist so schön. Im negativen Sinne: Du hast deiner Oma nicht zum Geburtstag gratuliert? Wie krass bist du denn? Oder: Du hast gekündigt? Krass. Hier bei dem letzten Satz muss es nicht unbedingt negativ oder positiv sein. Hier drückt krass tatsächlich einfach nur eine überraschte Haltung aus. Krass ist ein Begriff, den du definitiv sehr, sehr häufig in der Umgangssprache hören wirst. Also benutze ihn ruhig auch mal häufiger. Und nun sind wir auch schon bei unserem letzten Wort, nämlich Mittagsschlaf. Und den brauchen wir jetzt auch alle nach diesem Video. In der Umgangssprache sagen wir aber nicht Mittagsschlaf, sondern benutzen ein ganz süßes Wort dafür, nämlich Nickerchen. Das Nickerchen. Beispiel: Ich habe eben ein Nickerchen gemacht und jetzt bin ich wieder fit. Herrlich, diese Ruhe. Es geht doch nichts über ein kleines Nickerchen draußen an der frischen Luft. So, das war's jetzt auch schon wieder. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du es likest, meinen Kanal abonnierst und auch die Benachrichtigungen aktivierst, damit du keins meiner Videos verpasst. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.